Ötme bülbül ötme, şen değil bağım. Dost senin derdinden, ben yana yana. Tükendi fitilim, eridi yağım. Dost senin derdinden, ben yana yana. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr kennt mich, mein Name ist Yeşim Duman. Und ich bin einer der KuratorInnen bei dem Popkulturfestival. Ich kuratiere das 4. Jahr in Folge hier bei dem Popkulturfestival und mein Programm heißt Pop Hayat. Zur Erklärung, Hayat heißt auf Türkisch und Arabisch Leben. Bei meinen Projekten geht es um Sichtbarkeiten, Lebensräume, um Diskurse. Ich kuratiere unterschiedliche Formate wie Workshops, Panels. Letztes Jahr gab es die performative Installation mit der Künstlerin Nuray Demir zusammen, die Chai-Stube. Und ja, ich arbeite interdisziplinär, also ich verdichte Aktivitäten ja, in der queeren Clubszene und im postmigrantischen Diskurs und lade unterschiedliche Gästinnen aus ja, unterschiedlichen Pop-Lebenswelten ein. Dieses Jahr ist alles anders, wie wir spüren, und nicht nur die Kulturwelt muss sich in Videokonferenzen, Zoom-Calls verkriechen. Auch wir haben unterschiedliche Kommunikationswege und Tools kennengelernt, uns angeeignet. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Konzentrationsspanne einfach nicht so hoch ist. Und, also bei diesen Videokonferenzen. Und ich habe dann auch in dieser ganzen Zeit Ping-Pong, also meine alte Leidenschaft, wieder entdeckt und dachte, dass es bei diesem Talk hier, also Ping-Pong Hayat and the Art of Staying Alive, eine gute Möglichkeit ist, ja, das Tischtennisspielen interaktiv in diesen Talk mit einzubeziehen. Also im wahrsten Sinne des Wortes spielen wir später Tischtennis. Die Diskussion findet in bewegter Runde statt, an einer Tischtennisplatte. Und es geht um Popkultur, Pop-Ikonen, Machtstrukturen, und im Zentrum stehen Fragen nach Solidarität und nach neuen kollektiven Praktiken. Es ist ein Experiment. Ping-Pong ist queer, unabhängig von soziale Klasse, Gender, Sexualität. Es ist für viele Menschen ein zugänglicher Sport. Und ja, deswegen habe ich gedacht, dass es euch wahrscheinlich Spaß machen wird. Und ich möchte jetzt einmal meine marvelous Gästinnen vorstellen. Hier zu meiner Linken Joanna Tischkau. Joanna ist Choreografin, Performerin, und in ihrer Arbeit geht es um das Erforschen, wie sich urbane Tanzpraxis und Popkultur mit intersektionalen Feminismen und postkolonialen Theorien in eine künstlerische Praxis verweben lassen. Du choreografierst hauptsächlich eigene Stücke wie das Stück Play Black oder Being Pink Ain't Easy. Deine Performances und Theaterstücke hast du unter anderem in den Sophienseelen Berlin, Hau, also Hebbel am Ufer, oder Münchner Kammerspielen realisiert. Freut mich sehr, dass du hier bist. Dankeschön. Zu meiner Rechten, Ronja Ottmann ist Autorin und Journalistin, und sie schreibt Lyrik, Prosa und Essays. Ronja erhielt unter anderem den MDR Literaturpreis, den Caroline Schlegel Förderpreis für Essayistik und unter anderem den Publikumspreis Ingeborg Bachmann-Wettbewerbs in Klagenfurt. Gemeinsam mit Cemile Şahin schreibt ihr aus der kurdisch-alevitisch-jesidischer Perspektive für die Taz die Kolumne Orient Express über Nahostpolitik. Sehr schön, dass du da bist. Hallo. Ja, und okay, wer kennt die Abla nicht? Lady Betray, a.k.a. Rehan Şahin, ist promovierte Sprachwissenschaftlerin und einer meiner LieblingsrapperInnen und im feministischen Auftrag unterwegs. Bekannt wurdest du auch mit dem Buch Bitchism, welches du selber herausgeben musstest. Letztes Jahr erschien das Buch Yalla Feminismus, wo es um den feministischen Diskurs im Rap geht. Und mit dem Werk Madonna, welches dieses Jahr erschien, schreibst du über die Queen of Pop, Madonna, und wie sie dich in deiner Jugend beeinflusst hat. Hoş geldin, sehr schön, dass du hier bist. Dann möchte ich gerne noch vorstellen DJ İpek, a.k.a. İpek İpekçioğlu. Heute für uns da, den Tag musikalisch zu begleiten. Sie ist auch unser Balljunge, später beim Tischtennis oder Ping-Pong. Und ja, ich bin froh, dass sie hier ist. Sie ist auch eine der PionierInnen in der queeren Clubszene
Das Gehane hast du gemacht. Sehr schön, dass du da bist. Joanna, fangen wir mit dir an. Du wirst als neue Stimme des afrodeutschen Theaterbetriebes wahrgenommen. Ende März hatte ich endlich Karten für das Stück Being Pink Ain't Easy und dann kam Corona. Du befasst dich mit den Themen, wie schwarz konnotierte Stereotypen im Pop-Kontext dargestellt werden. Und du hast während der Lockdown-Zeit auch ein Workout entwickelt. Colonastics, genau, da schauen wir jetzt am besten mal kurz rein. Welcome to Colonastics, colonial gymnastics. Yes, you heard it right. We're dodging all that neo-colonial, exoticizing, racist bullshit, and we're going straight to the core. That area where it hurts the most. Because Colonastics is about you, white folks. We're bringing you the best white movements straight to the comfort of your own home. And you can just join. It's simple, it's easy, but most importantly, arrhythmic, monotone, and stiff. So let's quit the talking and let's get straight into it. So, Colonastics fans, our next workout is a nice and easy warm-up or cool-down if you like. This one is really for everyone. And when I say everyone, I mean everyone. It doesn't matter if you're white, black, pink, purple, or yellow. Colonastics doesn't discriminate because remember, whiteness is a state of mind. So grab your neighbor, your mama, your cousin, and your doggy too, whoever's at hand, and let's get started. But first, let's get our equipment. You can use a ball, like this one. But you can also use a chair. And maybe if you're sitting on the couch right now, you could just stay there. Because you don't even need to move. So wherever you are, you can just stay there on the spot. Don't move. No change of perspective, no change of space. All we're gonna do is a little bounce. Genau, Colonastics, also das Workout zur Dekolonisierung. Ja, es ist ja ein interessantes Home-Workout, so, wo du irgendwie Hefe, Bier und irgendwie Brezel hast und alles so im bayerischen Kostüm. Was möchtest du mit diesem Video ja, erzählen? Also es gibt eigentlich 3 Videos dazu. Wir haben, das erste ist das bayerische Warm-up und Cooldown. Und dann gab es noch ein Techno-Workout. Genau, wo man so zu Techno getanzt hat, und ein Rock-Workout, genau, das Rockout, wo man quasi weiße Männlichkeit, also aus dem Rock, so ja, für sich finden kann und in diesen Bewegungen sich verlieren kann. Und die Idee war eigentlich so ein bisschen, also ja, dem ganzen Zeugs, was es eigentlich in der Fitnessindustrie gibt, also im Yoga oder Zumba oder es gibt ja eigentlich aus jeder, sag ich mal, kulturellen Praktik, gibt ja auch schon Bauchtanz, Fitnesskurse oder so. Ja. Und was Aneignung, genau. Was mir dann aber deutlich geworden ist, ist so krass, nur Weißsein gibt es nicht. Also, und das sagt ja dann auch was über Weißsein aus, dass man quasi dass es dafür keine Körperlichkeit gibt oder so, ne? Oder kein Bewegungsrepertoire. Das ist ja unbeschrieben und also genau, quasi der universelle, unbeschriebene, nicht existente Körper oder so. Und in dem Workout ging es eigentlich darum, das halt sichtbar zu machen, dass es vermeintlich keine Körperlichkeit gibt, aber in meinen Augen hat das natürlich, also gibt es auch Dinge, die wir weiß konnotiert benennen können, ne? Und aus so einer parodistischen oder ja, aus so einer witzigen Idee heraus haben wir dann gesagt, hey, was wäre, wenn man halt quasi dieses steife, weiße Männlichkeit, wenn man daraus ein Workout machen würde, genauso wie Zumba oder ja, schieß mich tot. Cool. Genau. Ja. Und irgendwie hat es dann auch, die Idee habe ich eigentlich schon viel länger gehabt, aber es hat dann auch irgendwie perfekt zu dieser Corona-Zeit gepasst, wo ja alle dann plötzlich angefangen haben, zu Hause Fitness zu machen. Ja. Ja. Also richtet sich das sozusagen an so die weiße Mehrheitsgesellschaft, die dann irgendwie jetzt in der Lockdown-Zeit Zeit hatten und sich das sozusagen so ihre eigene Kultur angeeignet haben? Ja,
Ich glaube, es richtet sich kritisch an die, würde ich sagen, aber für, sag ich mal, ein Audience of Color ist, glaube ich, so, kann man das sich dann nochmal ganz anders angucken und kann auch vielleicht über andere Dinge lachen oder so, weil man das dann irgendwie aus einer anderen Perspektive sieht. Genau, ich glaube, was ich für meine Arbeit halt so wichtig finde, aus meiner Perspektive halt, ja, ich möchte nicht so gerne Leidensgeschichten erzählen oder so, ne, oder so, ja, die Geschichte, dass Rassismus mir so wehtut, sondern ich möchte irgendwie empowernde Arbeit machen und ich möchte dann vielleicht auch eher halt Weißsein ins Zentrum setzen. Ich finde auch Arbeit total wichtig, die sich mit queeren Erfahrungen oder schwarzen Erfahrungen, nicht weißen Erfahrungen auseinandersetzt, aber ich finde es also gerade in dem Kontext halt auch super wichtig zu sagen, hey, eigentlich ist halt die Szene ganz oft super weiß, also der weiße deutsche Theaterbetrieb. Und wenn ich weiß, dass mein Publikum größtenteils weiß ist, dann arbeite ich vielleicht auch viel damit oder so. Und das interessiert mich in dem Moment so. Also du gehst da mit so einer gewissen Ironie daran. Ja, voll. Ja, okay. Bei dem zweiten Stück, Being Pink Ain't Easy, was wir uns gleich anschauen, da spielst du ja auch auf die Konstruktion der Hautfarbe ab. Am besten, wir schauen uns das einmal an. Stop messing with me. It's your homie. Let me break it down for you again. You. Genau. Genau, es ist ja ein Solostück, performt von einer weißen Person. Und da spielt auch, also von der Farbe Pink spielt da auch sehr, sehr viel. Also du spielst ja mit diesen Farben. Was möchtest du damit aussagen? Die Anfangsfrage war eigentlich so ein bisschen, oder es gibt da so zwei Startpunkte für mich. Die eine ist so ein Zitat von Greg Tate, das ist so ein schwarzer amerikanischer Hip-Hop-Journalist, der gesagt hat, Pink people are asking, if pink people like Hip-Hop, is it still Hip-Hop? That's like asking if black people like Clint Eastwood, if black people like Dirty Harry, is it still Clint Eastwood? Ja, okay. Und er benutzt da halt quasi Pink als Hautfarbenbezeichnung, was ich spannend fand. Und auch diese Frage, was passiert, wenn weiße Menschen Hip-Hop lieben. So, das war so der Ausgangspunkt. Und dann gibt es ja auch noch diesen Song von dem Rapper Big Daddy Kane, Pimping Ain't Easy. Und dann habe ich das auch quasi so umgedreht und gesagt, okay, what if being pink ain't easy? Also diese weiße Gekränktheit, ne, die ja jetzt super viel auch so medial verhandelt wurde oder so von weißen Leuten, dass sie plötzlich nichts mehr dürfen oder sie plötzlich nichts mehr sagen dürfen und plötzlich sind sie die Bösen oder weiße Männer sind die Bösen. Und ich habe mich so ein bisschen auch ironischerweise gefragt, okay, krass, was, wenn ich diesen vermeintlichen Schmerz weißer Männer ernst nehme, dass sie jetzt nicht mehr der Mittelpunkt der Welt sind und dass sie quasi sich so gekränkt fühlen in ihrem Stolz. Und vielleicht auch, also genau, da fände ich so auch voll spannend, so mit dir darüber zu reden, so, was auch für mich interessant ist, es gibt diese Figur in Deutschland, der weiße Typ, der so krass Hip-Hop ist, dass er eigentlich auch glaubt, schwarz zu sein. Also der auch dann zum Beispiel von sich behauptet, er darf das N-Wort benutzen, weil er ist ja down mit The Cause und der sich super krass kleidet wie eine schwarze Person. Auch die Körperlichkeit hat von einer schwarzen Person. Und eine schwarze Freundin hat. Und eine schwarze Freundin hat, Basketball. Als ich den Tänzer gesucht habe, habe ich so ein paar Freunde von mir so gefragt, so, ja, ich suche so einen weißen Tänzer, der vielleicht mal Basketball gespielt hat, eine schwarze Freundin hatte, tanzen kann. Und manche Leute haben mir so gesagt, so, spinnst du? Aber genau, ich kann mir vorstellen, dass du auch in deinem Leben schon sehr viele dieser Typen getroffen hast. So, ich glaube, wenn man so im Hip-Hop sich bewegt, dann kennt man halt diese Art von Mensch. Und es ging mir halt so auch darum, so klar, so das als Figur auszustellen und zu sagen, was sind das für Typen, die sich halt so krass ja in Hip-Hop so verlieren
Und für mich dann auch nochmal so zu fragen, was ist, wenn das so eine, weil auch wenn wir über kulturelle Aneignung oder so reden, wenn das eigentlich so eine gescheiterte Solidaritätsbekundung ist. Also die Leute wollen ja, die Intentionen sind immer so, das behaupten sie, ja, wir wollen ja eigentlich was Gutes oder so. Ich liebe das so sehr, dass ich nicht anders kann, als das zu performen und Teil davon zu werden. Mir das einfach anzueignen. zu sein. Genau, ja. Ja. Und irgendwie glaube ich ja schon, dass wenn dieser vermeintliche Ausgangspunkt so Liebe oder Respekt sein soll, warum ist dann das Ergebnis halt so, ja, warum scheiterst du so krass in deiner, in deiner Umsetzung davon? So, ja. Aber du, genau, rosa oder pink nutzt oder wird ja sozusagen als Hautfarbe dann mit diesem Stück ja auch benannt. Rosa steht oder pink steht ja auch für die Farbe der LGBTQ+-Community. Hast du das auch bedacht bei deinem Stück oder? Ich habe das schon so im Hinterkopf mitgedacht, aber das war jetzt nicht mein Hauptinteresse. Es war auch eher so, dass dieser Startpunkt des Rosa, es gab halt diesen Moment, in dem Cameron mal in den 2000ern, 2001 oder so dieses Outfit anhatte, was wir auch kopiert haben für das Stück. Und auch ja sowieso im Rap gab es viele Situationen und Strömungen. Auch Kanye West, als er angefangen hat, hat er ja auch viel Pink getragen. Pharrell hat auch viel Pink getragen. Ja. Also im Hip-Hop... Puff Daddy, genau. Diese Pelze und Die Gold. Pelze, genau. Und ich glaube, so für schwarze Männer gab es schon immer so einen breiteren Spielraum und ein größeres Feld, mit Männlichkeit umzugehen. Und meine These, meine Theorie, die kann man auch hinterfragen oder so, war so ein bisschen, okay, krass, wenn es für schwarze Männer oder schon eigentlich immer einen größeren Spielraum gibt, was Männlichkeit angeht. Es gibt ja auch die Theorie, dass dann so schwarze Menschen nicht sofort als homosexuell gelesen werden, nur wenn sie halt Genau, rosa tragen. voll, Oder, genau, ja. weil bei den schwarzen Männern, sage ich jetzt mal, ja schon eher so eine hypermaskuline Art und Genau, Weise ja auch ja. so gezeigt wird, also Voll. beziehungsweise in den Medien. Ja. Und ich glaube, dass man halt, genau, dadurch, dass man hat man halt viel mehr so, ist man erstmal, hat man mehr Spielraum, weil ist man so Style, Fashion, auch so slick, Körperpflege, ich meine, das ist ja auch so absurd, auch sage ich jetzt mal bei muslimisch gelesenen Männern oder so, Körperpflege wird erstmal nicht als schwul angesehen oder so, ne? Da findet was anderes statt. Und ich finde das halt so interessant, dass es so voll, also es gibt einfach andere Regeln für andere Körper und das wird oftmals so sehr schnell so verwischt oder nicht sichtbar gemacht. Ja. So, ja. Hier, Rehan, du trägst ja auch relativ viel Pink, oder? Manchmal. Heute nur an meinen Schuhen. Also zum Beispiel das Madonna-Buch, das ist ja auch Flieder, so rosa in der Farbe. Yalla Feminismus hat ja auch so einen pinken. Ich habe absichtlich immer gesagt, weil die Verlage wollten das pink machen. Ich habe gesagt, Alter, in welchem Jahrhundert lebt ihr denn? Es ist over. Ihr macht das jetzt Flieder oder macht es irgendwie Aprikot, aber macht es nicht pink, weil das finde ich abgelutscht. Was soll das? Okay. Aber ich würde dazu sagen, also pink ist ja auch jetzt also als dann so vor einigen Jahren Feminismus auch bei den weißen Frauen angekommen ist und in wurde, war ja pink sozusagen die Farbe der weißfeministischen Bewegung in Europa, würde ich sagen. Ja. So, ja, auch wenn man diese Pink Pussy Hats, die waren ja auch pink, in den USA betrachtet, das war ja so die Farbe. Und der Witz war, ich habe aber schon vorher pink getragen, weil ich einfach auch verschiedene Farben getragen habe. So. Es gibt ja auch Studien dazu, dass People of Color sich nicht nur expressionistischer kleiden, also auffälliger, farbenfroher, sondern auch in ihrem Ausdruck einfach farbenreicher sind. So. Okay. Und das war sowieso meine Natur so. Und dann wurde das auf einmal so die Farbe Pink so. Und dann hatte ich so, ja, die Jahre danach so irgendwie die Schnauze voll irgendwie vom Pink. Ich trage gar nicht mehr so viel Pink, ehrlich gesagt. So. Okay. Also nur die ist ja auch nicht pink, ne? Das ist ja jetzt hier. Aber dann Aprikot. hast du das Buch, ich habe das ja auch heute mit, ne? Madonna, ups, hier. Ich hab's sozusagen zensiert in Flieder. Ah, okay. Genau. Okay, cool. So mal so eine eigene Kreation, oder wie? Ja, ich wollte auch nicht, dass es lila ist. Eigentlich wollte ich, dass es so ein bisschen mehr Himbeer-Brombeerfarben ist, aber das war die Definition vom Verlag von Himbeer-Brombeer. Also, apropos Pink und Pink Triangle, was ja auch für die LGBTQ+-Community auch steht.
Ronja, du schreibst ja auch queere Liebesgedichte. Hast du uns was heute mitgebracht? Ja. Ich glaube, du hattest erzählt, dass du was vorlesen möchtest. Und ja, dann würden wir uns freuen, wenn du jetzt uns ein paar Gedichte vorliest. Genau, also es sind so, ja, so Liebesgedichte und so, gut, wenn ich so schreibe, dann sind also auch queer und so, aber ich fand es immer so, manchmal, manche Leute, ja genau, würden das dann so, wenn sie jetzt nicht dieses wissen, dass es jetzt queere Liebesgedichte sind, jetzt gar nicht so lesen vielleicht, aber ich lese mal einfach vor. Genau. Womit soll man beginnen, wenn man die Monde abgelaufen ist wie ein Alphabet? Mit diesem Weiler, dieser Hofleere zwischen Scheune und Wald, nicht mal Wind und. Was der Nebel hervorwirkt, hängt am Morgen in den Gräsern, eine Feuchte, eine Schwere, dein in der Mitte geteiltes Haar. Es sickert und ich streiche aus, fades Licht. Ich schlucke nicht. Worauf ich warte, tritt nicht ein. Mit welchem Pronomen soll ich dich versehen und zu welchem Ende soll ich atmen? Ein Zucken in den Heimen, bevor ich vergesse, von welchem Tier oder war da eins? In der Ferne ein Gewitter, das sich in sich zusammenzieht. Und wohin? Du zählst. Ein abgebranntes Haus und darin war nichts, außer ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch und mein Bett, mein Stuhl, mein Tisch. Mein Schlaf ist in eine Schieflage geraten. Von da an lässt sich nicht bleiben, nur fragen, wohin trägt man diese Gegend und womit füttert man den Nebel? Es strahlt ab wie eine Wärme. Von dieser Wange aus steht ein Gesicht meinem entgegen. Ich aber traue nur geschlossenen Lidern, als ginge ich eine lichtabweisende Straße in der Mitte. Mein unbehaustes Gehen trage ich zu Tale. Verschnürt es mir gegen den Wind den Mantel, frage ich nicht lange. Hier lauern ganz andere Tiere, in dieser Abglut des Körpers von Atem zu atmen. Was ich zerrede, steht mir nicht zu. Zur Ortszeit dann strotzt sich Sicht, scheint doch, schneit nicht. Ich schnitt, nein, schnitt mich. Wirf die Löwenmäulchen hinter dich. Du darfst dich nicht umdrehen, lass alles zurück, was dich an sie erinnert. Den Kehricht vor dem Tor, den buchstabierst du im Winter wie ein Sperling den März. Schon weißt du nicht mehr, was es war. Schnee, als wäre er nie hier gewesen. Leere Hofeinfahrten, eine fälschliche Behauptung. Die schwarzäugige Susanne hinter deinem Rücken, kein Name für dein Mädchen. Das Dorf hat kein Haus für dich. Nicht einmal im Wald lässt es sich wohnen. Du fragst dich, während du gehst, ob es das Pflaster ist, das deine Schuhe nicht trägt, oder deine Schuhe nicht das Pflaster. Soll ich noch eins? Eins kommt mir. Okay. Oder? Ja. Dann noch. Man muss daneben liegen. Immer ein Tier weiter als das, was man meint. Die Hyäne zum Beispiel kenne ich beim Wort und sieh mich genau. Man streicht sich aus zu den Enden. Ein Fell trägt man heute nicht mehr. Dafür polyamide Stoffe. Und darunter mit Stolz einen Körper, den man nicht pronominieren kann. Im gefederten Kleid sich üben, im Danebenliegen, eine Saumverschiebung, mit Bienen zum Beispiel, nie Binnen, Binnen, Innen-I. Binnen Bienen eine Qualle zum Beispiel, die braucht sich nicht zu entscheiden. Was trägt sich aus? Kann man sich da abmelden? Dankeschön. Eine andere Bekleidung für den Winter, auch ein bisschen Fell, ein dickes, ein bisschen mehr. Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass du die Gedichte mitgebracht hast. Du schreibst ja nicht nur queere Liebesgedichte, schreibst ja auch viel über die Nahostpolitik, also auch eigentlich ja, viele politische Themen aus einer kurdisch-jesidischen, alevitischen Perspektive auch, also mit Cemile Şahin, ja. genau. Und naja, also du schreibst ja auch viel über den türkischen Terror, der ja auch auf die Kurden und die Jesiden ja, gezielt ist. Wieso glaubst du, dass das in den Medien nicht noch mehr thematisiert wird eigentlich? Also ja, ich glaube, es hat wahrscheinlich viele Gründe. Also zum einen glaube ich, dass halt unsere Perspektiven, also ich meine so meine Perspektive, also jetzt ist ja auch nur eine und es gibt ja auch nicht die jesidische Perspektive, sondern
verschiedenste, weil Jesiden zum Beispiel aus Armenien sind, also es gibt viele Jesiden in Armenien, in Georgien, im Irak, aus der Türkei, im Syrien. Also mein Vater zum Beispiel ist aus Syrien. Deswegen gibt es halt auch selbst dort so in der Diaspora so nicht die eine jesidisch-kurdische Perspektive, sondern so viele. Und ich glaube, dass halt, ja, das ist halt einfach, und jetzt bei Alevite, also Jemilas Perspektive, also wenn sie aus ihrer Perspektive schreibt, genau, die fehlt halt, also glaube ich, einfach im Medienbetrieb. Das ist halt einfach so wenige... Also Sichtbarkeiten einfach Genau, generell. Und ich finde halt auch, dass es halt dann wichtig ist, dass es halt nicht nur, okay, wir haben jetzt eine Jesidin oder eine Kurdin da, sondern so die Perspektiven sind ja auch noch unterschiedlich. So. Genau, und das ist, glaube ich, liegt auch ein bisschen daran, dann liegt es auch ein bisschen daran, dass, wie ich finde, also so, was ja jetzt meine Lebensrealität ist, also so wie so Kulturhybrid auch ein bisschen. Und zum Beispiel, also natürlich, jetzt wir haben jesidische Verwandten aus dem Irak und so weiter und aus Syrien und von unserer erweiterten Familie aus der Türkei auch. Das ist halt irgendwie so, also dass man so Deutschland, finde ich, so ein provinzielles Denken teilweise hat. Und so, wenn dann nicht so, also ich finde auch nicht so gerade so Außenpolitik manchmal nicht checkt, was es mit hier zu tun hat oder so. Oder dass es irgendwie so, dass es nicht so getrennt ist und dass wir so in einer globalisierten Welt leben. Und das finde ich ist halt oft, wird noch viel zu sehr getrennt. So, okay, das ist jetzt Außenpolitik, das ist irgendwie weit weg. So, ich meine, so Irak sind auch nur 4 Flugstunden entfernt. So, das ist halt, genau. Aber es ist ja auch so, dass aus Sicht der weißen Mehrheitsgesellschaft, dass die halt denken, dass alle POCs oder alle Kanaken alle gleich sind, alle auch miteinander so. Aber da gibt es ja auch innerhalb der Communities Differenzen, Ismen. Wie nimmst du das wahr? Also kannst du dazu was sagen? Also genau, also ich kann es so ein bisschen so, also ich glaube, dass jetzt zum Beispiel, als ich klein war es halt immer so, wenn ich gesagt habe, also mein Vater ist aus Syrien, dachten sie, er war Araber, muslimischer Araber. Oder dass es da Kurden gibt, war halt nicht klar für viele Deutsche. Und das ist halt diese wie so Machtverhältnisse zwischen so Arabern, also Syrien heißt so Syrisch-Arabische Republik offiziell, Kurdisch wird nicht gesprochen. Offiziell darf auch teilweise nicht gesprochen werden. Kurden wurden massiv diskriminiert, also so denen wurde die Staatsbürgerschaft entzogen. Und genau diese ganzen Geschichten, das kann man auch auf die Türkei ausweiten. Und jetzt nochmal bei Kurdinnen, das ist halt, was auch lange, also bis zu dem Genozid 2014 wussten auch viele, also wenn wir gesagt haben, meine Geschwister und ich, ja, wir sind jesidisch, kannten die Leute meistens das Wort nicht mal. So, die wussten nicht so, was ist das? So, seid ihr Muslime? So, nein. Seid ihr irgendwie Christen? Nein. Genau. Und das ist halt, glaube ich, dass diese Komplexität, die aber auch wirklich, würde ich sagen, hier in Deutschland stattfindet, wie zum Beispiel, das spiegelt sich dann da wieder, dass halt lange Zeit man zum Beispiel die Namenslisten für Kinder, die kamen aus der Türkei. Ja. Genau. Und dann durften kurdische Kinder keine kurdischen Namen haben. Und das setzt sich halt hier fort. Genau. Und ich glaube, das war sehr lange unsichtbar. Ja. Also ich denke, diese Diversität in migrantischen Communities ist ja immer noch vielen nicht geläufig. Mit vielen meinst du die weißen... Der weißdeutschen Mehrheitsgesellschaft. Zum einen, zum anderen sind Minderheiten in Minderheiten auch noch kein Begriff. Also wir sind ja irgendwie Status quo gerade da, dass wir Leuten immer noch erklären müssen, was Rassismus ist oder was Sexismus ist und wann etwas wirklich rassistisch ist. Da sind wir noch meilenweit entfernt davon, bis sie begreifen, dass es halt zum Beispiel in Communities mit Menschen mit Background aus der Türkei halt nicht nur MuslimInnen gibt, sondern auch AlevitInnen, Schiiten, jesidische Kurden, kurdische Aleviten, türkische Aleviten, arabische Aleviten. Du bist türkische Alevite? Genau, Ja. Beispiel. Aber halt diese Sachen sind ja alle noch so in den Kinderschuhen. Und da müssen halt zum einen auch wissenschaftlich Theorien entwickelt, empirische Studien durchgeführt und damit halt auch die öffentliche Debatten angestoßen werden, damit das so ein bisschen bekannter ist. Und wie kann man das so öffentlich anstoßen? Also du schreibst über populäre Kultur wie Literatur. Du bist auch in der Literatur, schreibst du ja auch und bist auch in der Musik tätig. Das heißt, du hast ja schon eine größere Zielgruppe als jetzt, sage ich mal, Ronja.
Auch vielleicht eine andere. Ja, du schreibst ja, also wobei ich würde sagen, deine Zielgruppe ist so das Bildungsbürgertum. Ja, das ist von uns allen, glaube ich, auch nicht vermeidbar. Weißes Bildungsbürgertum. Ja, wobei aber du mit deinem Rap ja auch schon nochmal eine andere Zielgruppe hast. Ja, wobei heutzutage Also- hört weißes Bildungsbürgertum Rap. Ich meine, der Feuilleton hört Stimmt, Rap so, ne? stimmt. Aber wenn ich jetzt Ronja nicht aus meinem Bekanntenkreis kennen würde, hätte ich jetzt nicht unbedingt davon mitbekommen, dass sie jetzt zum Beispiel beim Ingeborg-Bachmann-Preis letztes Jahr den Publikumspreis bekommen hat. Also bei einer Grammy-Verleihung weiß man sofort so, hey, die und die hat einen Grammy bekommen, aber jetzt nicht unbedingt bei einem Ingeborg-Bachmann-Preis, das will ich nur damit sagen. Es ist nochmal so eine kleinere Sparte oder Nische als jetzt Musik zum Beispiel. Und meine Frage ist einfach nur, wie kann man diese Themen, die du hast, in der populären Kultur noch so positionieren, dass das auch ein großes Thema wird, weil es ein großes Problem auch ist, dass viele nicht wissen, was da halt passiert, ne, in der Nahost, also in Syrien, mit den Jesidinnen, mit den Kurdinnen und so weiter. Genau, das würde ich gerne von euch nochmal, was man da vielleicht für Möglichkeiten hat. So. Also mir ist wichtig, weil bestimmte Themen, politische Themen, kann ich persönlich ganz schwer zum Beispiel musikalisch verarbeiten. Und ich bin auch nicht alleine damit. Ne? Es gibt zum Beispiel so RapperInnen, die sozusagen Antirassismus-Songs machen. Und es gibt unter diesen RapperInnen, egal aus Deutschland oder USA, sieht da nochmal anders aus, aber es gibt ganz wenig Songs, die mir wirklich gefallen, auch vom Sound und musikalisch. Ne? Weil sonst hört sich das immer an wie Soziologie-Seminar auf Beats. So. Und das will man auch nicht, weil das ist halt auch, es hat auch ganz viel, es ist halt, also auch die Art, Musik zu machen, hat auch was damit zu tun, ob man weiß ist oder off-color oder schwarz. So. Ich habe das so für mich so gelöst, dass ich bestimmte Themen, das finde ich bei Ronja so gut, ich meine, sie kann diese politischen Themen zum Beispiel als Kolumne oder anderen Texten sozusagen publizieren. Ja. Das mache ich auch teilweise. Ich habe das dann mit einem Buch gelöst. Ne? In Yalla Feminismus gehe ich jetzt zum einen auf Hip-Hop und Feminismus, islamischer Feminismus, Kopftuch, also dieses ganze Thema islamischer Feminismus, Intersektionalität, natürlich immer erklärend und rückbeziehend auf die schwarze Frauenbewegung oder schwarze queere Bewegung, wo es ja seine Ursprünge hat. Und das nochmal so zu übersetzen auf muslimische Communities, auf migrantische Communities und zu erklären, hey, Intersektionalität heißt auch hier nicht nur zu unterscheiden zwischen muslimisch und nicht muslimisch, sondern auch zwischen muslimisch, kurdisch-muslimisch, kurdisch-alevitisch, jesidisch-kurdisch oder whatever. Ne? Also diese Übersetzungen müssen ja finde ich, von Leuten vorgenommen werden, die direkt selbst davon betroffen sind oder irgendwie Expertise dazu zu haben. So. Und wenn ich so richtig deep noch mal reingehen will, dann mache ich einfach Wissenschaft. Also ich will damit sagen, ich habe so verschiedene Formate, wo ich bestimmte Themen mit ausdrücken will, weil ich weiß, ich kann nicht musikalisch zum Beispiel alle Themen ausdrücken. Aber andererseits kann ich dann halt auch, wenn ich Texte schreibe, also nicht Musiktexte, sondern journalistische Texte zum Beispiel oder Buchtexte, habe ich dann wiederum so eine andere Sprache und ein anderes Format, die Themen rüberzubringen. So, und genau, das ist irgendwie eine Notlösung auch, weil ich würde auch gerne einfach nur Wissenschaftlerin oder einfach nur gerne Musikerin sein wollen. Aber irgendwie haben so meine Erfahrungen, Diskriminierungserfahrungen oder Sexismuserfahrungen, Rassismuserfahrungen mir gar nicht erlaubt, einfach nur das sein zu können, was ich eigentlich sein will. Und gibt es da eigentlich so, also du bist ja jetzt in unterschiedlichen Sparten und Szenen und jetzt bist Wissenschaftlerin, Rapperin, du schreibst. Hast du da Parallelen, wo du da am meisten Widerstand sozusagen, also oder ähnliche, so Ähnlichkeiten, sexistische, gibt's da so? Ja klar, ich vergleiche immer gerne so die Hip-Hop-Szene, Deutsch-Rap-Szene, die ja auch patriarchalisch, cis-weiß, männlich strukturiert, nicht nur weiß, mittlerweile auch sehr migrantisiert in den letzten 10 Jahren, aber trotzdem patriarchalisch, sexistisch bis
ja, rassistische Tendenzen, aber auch wie auf diese Szene geguckt wird von der weißen Mehrheitsgesellschaft ist ja auch rassistisch, weil auch sehr gerne versucht wird, dass Rassismus zum Beispiel oder Antisemitismus und Sexismus nur der Deutschrap-Szene in die Schuhe zu schieben. Und da ist halt auch nochmal interessant zu schauen, wem wird denn das eigentlich in die Schuhe geschoben? Das wird nicht den weißen Rappern in die Schuhe geschoben, die wir jetzt zum Beispiel in deiner Performance gesehen haben. Also ich finde manchmal auch so, es ist mir, also weil bei manchen, bei diese Gedichte vielleicht so, da kann man nur so, die sind vielleicht so schön gebaut oder irgendwas, aber ich habe so auch Gedichte geschrieben, die jetzt so eher jetzt irgendwie so Dings mit meinem jesidischen Background zu tun haben und wo dann Leute, die das sich anhören, und das sind jetzt, die dann das kennen, okay, das und das spielt darauf an und so weiter, aber so ein weißes Publikum checkt das natürlich gar nicht so. Und die interpretieren es dann anders. Und irgendwie mittlerweile denke ich mir auch so, also ich habe auch keine Lust mehr, irgendwie sowas zu erklären. Und es ist ja auch so, dass ich mich ja auch, wenn ich jetzt Gedichte oder 200 Jahre alte Gedichte oder 300 Jahre alte Gedichte von weißen Leuten gelesen habe, dass ich deren kulturellen Codes irgendwann so entschlüsselt habe und irgendwie so gelernt habe und so da reingehen musste. Genau, und ich finde, das können die ruhig auch machen. Und wenn die nichts verstehen dann, oder nicht alles verstehen oder andere Sachen anders verstehen, dann ist das so. Genau, das finde ich halt auch so ein... Also du musst dich nicht immer erklären. Und ich finde halt zum Beispiel, je nachdem, was man natürlich, wenn ich jetzt ein Essay schreibe und versuche irgendwie, ich will irgendeinen so einen Punkt, also das mache ich ja dann auch nicht in Gedichten, so einen Punkt klar machen, dann muss ich schon irgendwie das so kommunizieren, dass sie das checken oder dass Leute, die es lesen, dann so checken. Genau, aber ja, also weil ich finde halt auch nicht, dass man so, also ich meine, an einem Roman oder so oder an einem Gedicht kann man auch sprachlich, rhythmisch, also man kann auch andere Zugänge so. Und ich finde sogar so, wenn ich auf Lyriklesungen bin und dann es auf einer anderen Sprache ist und ich lese dann erst später die Übersetzung, dann hat es ja teilweise schon klanglich gearbeitet und so, hat einen Rhythmus. Rehanjum. Wir spielen ja gleich Ping-Pong. Ja. Hier, ne? Ja, hier. Und beim Ping-Pong ist es ja auch so ein bisschen wie so ein Hip-Hop-Battle eigentlich. Ne? Also der Ball wird ja hin und her sozusagen geschlagen. Und beim Hip-Hop-Battle ist es ja auch so, dass man sich sozusagen wie so eine Competition, wobei wir das jetzt nicht als eine Competition sehen werden. Also wie siehst du das? Also wie findest du eigentlich Hip-Hop-Battle eigentlich? Hast du damit Erfahrung gemacht? Ja, ich meine, der Grund, warum die meisten RapperInnen Rap machen, ich meine, das waren ja die Ursprünge, dass es überhaupt Rap, also wie Rap entstanden ist, durch dieses Rapping, also Toasting vorher, wo dann halt schwarze Minderheiten mit ihren Problemen sozusagen nicht gewaltvoll umgegangen sind, sondern kreativ das gelöst haben, indem sie sozusagen sich an dem anderen gemessen haben, wer der bessere Rapper ist, also wer den schneller rappen kann, besseren Flow hat etc. pp. Und für mich ist das schon ein wichtiger Punkt, weil es einfach auch ein Ventil ist, ne? Rap zu machen, ja, für andere Menschen vielleicht, für Ronja oder dich halt Performance oder zu schreiben, das ist ja wirklich immer ein Umgang mit den Sorgen, die man so hat. Und deswegen finde ich das ganz gut, weil solange es also wirklich Gewalt so ein bisschen oder Wut, von dem ich auch eine Menge in mir habe, irgendwie regelt. Oder ich beschreibe das immer auch so, dass man sozusagen so negative Aggression in positive Kunst sozusagen umwandelt. Ja. Aber das ist ja ein guter Punkt, weil ich finde ja so in unserer Gesellschaft, dass zum Beispiel die Streitkultur halt auch, oder wie du sagst es so, Wut wird immer sehr negativ konnotiert. Es ist einfach, man darf nicht laut sein oder schreien oder man muss so sachlich bleiben, was ja auch klar ist, so, ne? Aber das so eine gewisse... Das ist ja so sozusagen, genau, so, das sind so die Codes, die wir in der weißdeutschen Mehrheitsgesellschaft beigebracht bekommen. Obwohl wir in unserem Elternhaus, also ich zumindest, ganz anderes, also bei uns gibt es eine Streitkultur und es ist vielleicht auch mal normal, dass irgendwie Teller fliegen oder so, ne? Oder was kaputt gemacht wird, weil jemand ziemlich sauer ist, weil es einfach auch rausgelassen wird. Ne? Und das finde ich schon wichtig auch. Und wie findest du die Streitkultur so, also in Deutschland? Jetzt, ich meine, mir gefällt die Streitkultur, Entschuldigung, also ich finde, es gibt halt
fast gar keine richtige Streitkultur in Deutschland. Weil so ein Streit, das hat ja so bestimmte Regeln. Also es geht ja eben nicht darum, sich irgendwie die Köpfe einzuschlagen, so kann es auch enden, ja klar. Aber Streitkultur, ich verstehe eher so Debattenkultur, wo halt einfach ein Argument, dann der nächste, also so ein dialektisches Ping-Pong-Spiel eigentlich zustande kommen sollte, Ja. bis dann irgendwie eine Lösung gefunden wird. Und ich finde halt so schade, dass in vielen deutschen Debatten oder halt, wenn ich so Social Media, so Twitter-Kommunikation betrachte, da geht es halt ganz viel eher so, okay, neben der Tatsache, dass es ganz viel auch um Narzissmus geht und Selbstdarstellung, gibt es dann halt zum Beispiel, bestes Beispiel, wenn man so irgendwas, also Rassismuskritik übt und dann kommen irgendwelche Leute, die entweder RassistInnen sind oder keine Ahnung haben von Rassismus und wollen irgendwie ein Gegenbeispiel oder wollen das irgendwie total abwürgen. So, ne? Und dann wird eigentlich so das Streitgespräch, das ja eins werden könnte, so abgewürgt. So, zum einen vielleicht, weil die Rassistin so irgendwie irgendeinen Scheiß labert. So, nee, also Beispiel Black Lives Matter. Nee, auch weiße Menschen werden umgebracht. So, oder diskriminiert. Also so, genau, so Relation, Whataboutism. Also das wird halt mit verschiedenen Strategien sozusagen abgewürgt. Oder die Rassismuskritik ausübende Person hört selbst auf, weil er denkt so, ey, das ist halt ein Nazi, es wird nichts bringen, mit dem sich jetzt zu Ende zu streiten, weil er wird seine Meinung behalten. Also blockiere ich den. Ja. So, ne? Aber das ist auch ein Extrembeispiel. Also ich finde es schade, dass zum Beispiel bei anderen Themen, wo wirklich Debatte stattfinden könnte, die Debatte nicht zugelassen wird, weil es einfach nicht vollzogen wird. Weil es einfach auch Streit negativ konnotiert ist, weil es meistens in Trennung endet. So, oder dann eine redet nicht mehr mit dem. Ja. So. Anstatt das mal wirklich vernünftig mal zu Ende zu streiten. Ja, ich finde es so krass, gerade auch, jetzt hatten wir so viele, aufgrund der Black Lives Matter Demonstration und dem Tod von George Floyd, hatten wir so viele Fernsehdebatten ja gerade. Und du guckst dir die an und du merkst eigentlich, es geht nur darum, dass jede Person in ihrer Ecke quasi sitzt, sagt, was sie zu sagen hat und der Konflikt ist immer nur so ein Aufeinanderprallen. Clash, die ganze Zeit nur Clash. Und ich denke mir so, keiner hört auch der anderen Person zu. Ja. Man versucht überhaupt, und ich finde eigentlich, für mich ist Konflikt oder hat so das Potenzial, extrem produktiv zu sein. Ne? Auch so ein bisschen mit der Arbeit, wo ich weiß, dass sie auch viele schwarze Menschen sehr provoziert hat, ja, weil sie natürlich sagen, was machst du da? Das ist kulturelle Aneignung, du darfst das nicht. Und für mich Haben schwarze Menschen, schwarzes Publikum auch teilweise gesagt, weil ich natürlich dem weißen Performer in dem Moment die Möglichkeit gebe, etwas zu performen, was ich jetzt auch im popkulturellen Bereich nicht gutheißen würde. Aber für mich bietet eigentlich diese Bühne oder das Kunstfeld eigentlich den Rahmen, das auszuprobieren und damit mich auseinanderzusetzen. Ja. Und der weißen Gesellschaft ja auch den Spiegel vorzuhalten. Genau. Und ich fände es viel interessanter, wenn man das viel öfter zulassen würde, auch einfach diesen krass intensiven Austausch und weil im Laufe der Arbeit mit dem Tänzer hat er auch irgendwann gemerkt, so, boah, krass, also auch beim Aufführen, irgendwann hat er gemerkt, boah, krass, ich habe oft das Gefühl, das schwarze Publikum hasst mich, wenn ich das mache. Und ich glaube, diese Erfahrung ist ja was halt sonst weiße Menschen nie machen können, weil sie immer in dieser supermächtigen Position sind. Ne? Ja. Und weil sie die Normen darstellen. Weil sie die Normen darstellen, ja. In deinem dieses Jahr erschienenen Buch Madonna schreibst du ja auch über die problematischen Seiten von Madonna. Ne? Also die Aspekte, dass sie schwarze Kultur in Beschlag nimmt, mit dem Voging, mit den TänzerInnen, wo es ja auch eine Doku dazu gibt. Genau, wo sie sozusagen und schwarzen, sie nimmt es in Beschlag Ballrooms und vermarktet es. Das zieht sich ja auch durch die ganze Musikindustrie seit Generationen. Ja, klar. Auch zum Beispiel Techno kommt ja auch aus der schwarzen Kultur. Wie kann es dann sein, dass eigentlich der weiße Mainstream diese Ursprünge dieser schwarzen Musikkultur so eingenommen hat? Also das ist jetzt eine große Frage, ich weiß. Aber das sagt auch Greg Tate, von dem dieses Zitat, was ich vorhin gesagt habe, stammt, oder in einem Band, was er herausgegeben hat, sagt er, schwarz sein oder auch vermeintliche andere Kulturalität oder so, ist halt kapitalistisch verwertbar. Und es ist eine Maske oder eine Figur, die sich jeder mittlerweile anziehen kann, kaufen kann, zum Coolsein. Und dann müssen wir uns, und dann finde ich auch manchmal, diese Diskussion über kulturelle Aneignung geht dann für mich auch manchmal total
vorbei an dem, worum es eigentlich geht. Denn wir müssen uns dann die Frage stellen, warum gibt es so ein krasses Begehren von weißen Deutschen oder weißen Menschen grundsätzlich, so sein zu wollen. Ja, es hat ja auch was mit Negierung des eigenen Selbst so zu tun, so, meiner Meinung nach. Und warum... Genau, und warum ist es quasi warum steckt da drin so viel kulturelles Kapital oder warum steckt da so eine krasse Vermarktungslogik dahinter? Und ich glaube, die Kritik müssen wir dann auch in eine andere Richtung einfach schieben und nicht irgendwie, weiß ich nicht, manchmal, wenn ich dann denke, ja, da ist ein 15-jähriger weißer Junge und der hat halt jetzt Cornrows, den dafür zu kritisieren, ist halt für mich so pointless manchmal. Ne? Also ich finde, klar, bei Madonna ist es nochmal eine ganz andere... Ja, darum geht es ja um die strukturelle, Genau. weil sie ist ja auch ein Sie Vorbild. hat viel mehr und Macht. hat, genau. So, das finde ich, also ja, Genau. das wäre für mich auch so eine Erklärung dafür. Oder so. Ja. Ich weiß nicht, was Also du in den Busch ich kann jetzt so die Ursachen, zu den Ursachen hat sie ja schon was gesagt. Ich kann nur sagen, es ist halt, spielt sich ja nicht nur in der Popkultur, Musikpopkultur ab. Es spielt sich ja auch zum Beispiel in feministischen Kreisen, queer-feministischen Kreisen sehr gut ab. Also wenn wir das betrachten, wer zum Beispiel seitdem sozusagen die dritte queer-feministische Welle wieder en vogue ist, wer die Vorzeigefeministinnen sind. Zum Beispiel, wenn wir Deutschland als Beispiel nehmen, das sind überwiegend weiße Frauen, weiße privilegierte Frauen. Und da ist halt auch diese ganze Aneignung, ne, die Intersektionalitätstheorien, die Aneignung von schwarzer feministischer Kultur, die dann lange Zeit auch trotzdem heute noch, also bis heute wenig genannt werden, ne, wo sich wirklich die Konzepte angeeignet werden, aber die Inhalte trotzdem so verkauft werden, dass sich weiße Frauen damit brüsten können, weiße Frauen die Positionen besetzen, wo halt auch eigentlich Woman oder queere Person of Color sitzen sollten. Bis hin zum, ich meine, sowas Ähnliches haben wir zum Beispiel in vielen Ländern. Wenn wir in der Türkei, ist das zum Beispiel die weiß-türkische Frauenbewegung, die ganz viel sich von der kurdischen Frauenbewegung aneignet, aber diese nicht benennt. Ne? Also immer so die mächtigeren Frauen, die privilegierten Frauen aus der Mittelschicht sozusagen das, was eigentlich die Origins sind, aneignet und sich damit auch noch brüstet und cool ist. Also auch ich beobachte das auch zum Beispiel so an Sprache. Ne? Also ich habe ja als Lady Bitch Ray, war ich in Deutschland eigentlich so die erste Frau, die sozusagen offen über Sex gesprochen hat. Ne? Und auch so auf so einem Ghetto-Style, Kanaken-Style, so einfach auch wie ich aufgewachsen bin, unzensiert. Und das war ein Skandal. Es wurde immer skandalisiert. Es spielte immer meine Herkunft eine Rolle. Es spielte eine Rolle, dass meine Eltern aus der Türkei kommen. Mir wurden so Fremdzuschreibungen zugewiesen, ja, da wo sie herkommt, darf man das nicht. Was sagen eigentlich deine Eltern dazu? Also von da angenommen bis hin zu meinem Körper, ne, das so, wieso zeigt sie das? Das ist dann gab es wieder so auch wirklich aus weiß-feministischen Ecken, für die war ich so, das ist doch total prollig, das ist doch kein Feminismus. All diese Frauen bedienen jetzt genau diese Sprache, die ich damals sozusagen performt habe, nur sie machen es auf so eine weiße, ich sage immer gerne weißgespülte Weise, weil sie das so, also man merkt sozusagen die Aneignung an, weil sie machen es nicht so original, sie sagen nicht so, ey, hier meine Fotze juckt, weil sie es so fühlen, weil das wäre auch schon too hard für sie. Ne, das wird trotzdem zensiert, es wird so weiß gespült und dann so, Feminismus, fuck yeah, voll cool, So, weißt du, so, wo ich dann denke, so, ey, das ist einfach nur, das ist Aneignung, das ist White Supremacy und auch von Frauen, die sich sozusagen als intersektionelle FeministInnen schimpfen oder bezeichnen würden. Und ich finde, da muss man halt auch gucken, also es sind nicht das, was passiert, das ist nicht ganz weit weg in den USA. Das ist hier und jetzt vor unserer Nase, auch wie wir hier sitzen. Ja, wir haben ja gerade in der in der Backstage noch kurz darüber geredet, halt irgendwie, weiß gar nicht, wie wir drauf kommen. Wir haben über Comedians geredet und dann halt über Caroline Kebekus, die ihr Programm Pussy Terror oder so nennt. Ja, und ich habe auch dann, als ich es dann nochmal so gesagt habe, ja krass, genau, eigentlich diejenige, die ich damit assoziiere, bist du, so, ne? Und plötzlich ist es halt so, Mainstream-Comedy und die füllt damit halt Hallen, so, ja, ne? die füllt damit Hallen und es gab nie Kritik daran. Also es gab, fragt auch niemand, was denken deine Eltern dazu? Dass ja, genau, das wurde natürlich nicht gefragt, weil es ist eine weiße, emanzipierte Frau. Bei ihr war total selbstverständlich, dass sie emanzipiert ist. Und das wird auch ganz anders angenommen. Aber es ist auch
wie soll ich sagen, so eine Light-Version von dem, was zum Beispiel, weil ich habe ja auch, ich meine, meine Vorbilder waren die schwarzen Rapperinnen. Ich habe das ja nicht erfunden. Ich habe es nur vielleicht aus meiner Lebenswelt sozusagen personalisiert. Ja. Aber ich habe mich Bitch genannt, weil ich Lil' Kim-Fan war, weil ich Missy Elliott kenne und wusste so, ey, das finde ich total geil. Und sowas gibt's in Deutschland noch gar nicht. Ich hatte ja damals auch angefangen, auf Französisch zu rappen, weil ich einfach MC Solar-Fan war. Ja? Und ich habe mich nie mit dieser damaligen Deutschrap-Szene, das waren so kleine, langweilige Jungs, die waren ja nicht Image-Rap, gab's ja damals nicht. Ne? Ich war Image-Rap, die haben mich ausgelacht, weil ich mit so Dreirad- und Kalkanei-Hosen, alles so schwarz, Bekleidung, weil ich habe mich ja total mit schwarzen RapperInnen aus den USA identifiziert, weil ich die Deutschrap peinlich fand. So, finde ich bis heute immer noch teilweise, aber heutzutage gibt es auch noch den einen oder anderen oder die eine oder andere, wo man sagen kann, ey, cool, das finde ich cool gemacht. So, ne? Aber es ist halt immer interessant, wer spricht aus welcher Perspektive und wie wird das sozusagen aus der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen und toleriert bis auch ausgezeichnet. Aber findest du denn auch, dass wir uns da medial und thematisch viel zu sehr an die USA irgendwie orientieren? Ja, das ist ja nochmal ein anderes Ding. Ja. Wir sowieso auch. Ich meine, Kenneck of Color hätte ich beinahe gesagt, also Woman of Color. Hip-Hop ist eine schwarze Kultur, die von Schwarzen und den sogenannten Hispanics, LatinoamerikanerInnen vollzogen wurde. Es ist immer auch eine Aneignung. Es ist immer auch eine kulturelle Aneignung. Von mir, also das ist auch, darum geht es auch in meiner Arbeit, dass ich auch sage, ey, wartet mal, auch also ich in Deutschland aufgewachsene schwarze Deutsche, für mich war das auch Aneignung, aber es war halt nun mal das Einzige, was halt zur Verfügung stand und wo ich auch dann zurückgespiegelt habe, ja gut, da gehörst du hin, so, ne? Und das, wie gesagt, das will ich aber auch mit der Arbeit sagen, so, ey, von mir ist das auch eine Aneignung und ich kann das nicht besser und ich habe das nicht, also so müssen wir diese Diskussion führen, wir müssen die viel differenzierter führen, kritischer, spezifischer, auch uns selbst kritisieren und sagen, ey Leute, wir haben das selbst produziert und hergestellt und weil wir auch, wie gesagt, von Amerika uns auch einmal alles verkaufen haben lassen oder so, ne? Und alles konsumieren wollen und ich finde dann, keine Ahnung, man muss manchmal fragen, was wäre, also wenn wir das alles wegstrippen, so, was bleibt da noch übrig im Deutschrap? So? Und das, finde ich, fängt gerade vielleicht mit so neueren, ganz jungen Leuten an, dass sich da was verändert. Ich finde, es ist auch, dass alle aussehen wie Kim Kardashian, die auch eigentlich aussieht wie Nicki Minaj. Ne? Das so, ich glaube, das braucht noch Jahre, bis sich da was verändert. Nicht nur im Deutschrap, ich meine, die gesamte Medienbranche, TV-Branche in Deutschland kopiert. Also TV-Formate werden erst dann irgendwie vorzeigbar oder anerkannt in Deutschland, wenn sie in den USA Erfolg haben. Oder vielleicht auch in Holland, aber Holland kopiert ja auch USA. Ja. Also es ist so crazy, dass Leute im Fernsehbusiness oder Medienbusiness oder Comedy-Business so unkreativ sind, dass sie die USA kopieren. Also das Dinge erst dann in sind, wenn sie aus den USA kommen. Und so lange war das auch, es war ja lange Zeit auch im Deutschrap so. Ne? Die weißdeutsche Mehrheitsgesellschaft hat sehr spät geschnallt, dass Lady Bitch Ray auch deshalb cool ist oder dass Lady Bitch Ray auch queer-feministisch ist oder queer-feministische Botschaften vermittelt. Das wurde ja viel, viel später erkannt. Eigentlich dann, wo es zu spät war. Okay, wieder zurück hierhin. Thema Tokening, Tokenizing. Es gibt ja so diese Worte, Quoten, POC, Alibi, Kanake. Habt ihr irgendwie Erfahrungen gemacht diesbezüglich? Wurdet ihr wo eingeladen, wo ihr das Gefühl hattet, dass ihr irgendwie eingeladen werdet, weil ihr halt türkisch-Alevitin oder kurdisch, jesidisch, deutsche Person bist oder ich, Kanake, du, weil du aus dem afroamerikanischen Bereich kommst. Habt ihr Erfahrung gemacht? So in dem. Ich habe zu viel geredet. Ja. Nee, du bist jetzt dran. Also genau, das ist halt ein Beispiel, wo es hieß, da gibt es schon eine Person mit Migra-Hintergrund. Deswegen musst du da nicht mehr reden. Zum Beispiel, also umgekehrt. Und dann dachte ich, also deswegen, manchmal, das finde ich dann wieder die ganze Kehrseite von diesem ganzen, wir brauchen so viele vielfältige Stimmen, sondern dass wir auch nicht nur schauen, diese Diversity-Begriffe irgendwie so setteln, sondern irgendwie zu schauen,
ja, also nicht nur so, haben wir jetzt hier eine kurdische oder jesidisch-kurdisch-deutsche Frau, da haben wir dann diese Person, da haben wir diese Person. Muss man halt ein bisschen schauen, so, was sagen die Leute, was macht die für eine Arbeit? Geht es jetzt um meine Texte oder geht es um meine Position oder geht es um meine Art zu argumentieren? Oder geht es darum, dass ich jetzt hier so wie so ein Volkstanzgruppe mäßig so irgendwie, ja. Also genau. Ich glaube, das Problem ist auch teilweise, dass es sich halt eben nur auf so einer repräsentativen Ebene wendet, wo ich halt auch der Meinung, und ich habe jetzt keine spezifische Situation, die ich so benennen kann, aber ich glaube grundsätzlich, dass meine Arbeiten gerade halt deswegen erfolgreich sind oder viel touren und gezeigt werden wollen, weil das Thema halt gerade hip ist und keiner weiß, wie lange das so läuft. Und wie gesagt, ich glaube aber, dass es eine sehr einseitige Arbeit dort stattfindet, sich nur, wie gesagt, auf so eine repräsentative Ebene zu fokussieren, weil für mich, ich finde die Arbeit auch ganz wichtig, oder ne? Ich muss nicht, es geht nicht nur darum, POC auf der Bühne zu haben, sondern es geht darum, Teams herzustellen und im Hintergrund zu arbeiten und Also in den Strukturen und Strukturen und Inhalte zu verändern und nicht nur die Oberfläche. Ja. Weil, ne, wie gesagt, das ist ja auch, was die Arbeit Being Pink Ain't Easy macht. Der Tänzer, der sichtbar ist eine weiße Person und nicht ich im Grunde, weil ich glaube nicht, dass das ist nicht der einzige Weg, sondern ja. Also die Strukturen von innen heraus genau. sozusagen Und ich glaube, besetzen. Ja. Und ich glaube, das ist nochmal ein viel härterer Kampf, auch wenn es dann wirklich so um die hohen Positionen geht, die Jobs mit Geld, da wo dann am Ende die Strippen gezogen werden. So, Ja. ne? Genau, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man so strukturell etwas verändert. Weil ich denke, sonst werden wir alle BIPOCs sehr viel und sehr gerne und auf verschiedenste Weise getokenized. Ne? Auch wie wir hier sitzen, werden wir auch auf eine bestimmte Art getokenized auf der Popkulturveranstaltung. So, weil man schmückt sich mit uns, wenn man denkt, ey, guck mal, aber Yeşim, der hat den und den Background und sie bringt die und die Person, damit schmücken wir uns. Davon können wir uns nicht schützen, aber doch, wir können uns davor schützen. Ich schütze mich sehr viel davon, weil ich werde ja ganz oft für verschiedene Dinge angefragt und ich frage immer, was für ein Publikum das ist. Ich überlege mir ganz genau, ob ich da auftrete und wie ich da auftrete, zum Beispiel bei meinen Lesungen. Ich wünsche mir immer eine kritisch-feministische Woman oder queere Person of Color, die meine Lesungen moderiert. Ja. Also ich versuche das mitzulenken. Aber wie du sagst, diese Jobs, wenn wir zum Beispiel im Wissenschaftsbetrieb gucken, da wird auch sehr, sehr gerne und immer wieder tokenized. Und zwar so, dass ich zum Beispiel, ich habe da keine feste Stelle und ich finde es auch total schwer in der Wissenschaft. Also ich glaube da fast nicht mehr dran, dass ich da eine feste Stelle bekommen werde. Also feste Stelle in Form von Professur zum Beispiel. Und ich werde aber, ne, wenn ich mich bewerbe für Professuren, ich bekomme Absagen in der Regel. Aber wenn ich bekomme täglich mindestens 5 Anfragen von StudentInnen, die sich von mir prüfen lassen wollen. Die können nicht wissen, dass ich jetzt keine Stelle habe und keine Prüfungserlaubnis, klar. Und mindestens noch 15 Anfragen für Vorträge an verschiedensten Universitäten, so viel Budget, wie ich will. Aber das sind immer die Universitäten, die mir aber diese Stellen nicht geben wollen, die festen Stellen, sondern dann denke ich so, ey, nee, mache ich nicht. So, entweder gebt ihr mir eine feste Stelle oder ich komme nicht zu euch, so, fuck off. So, ne? Und das ist so jetzt nur Beispiel Wissenschaft und das zieht sich ja eigentlich durch die ganze Medien- und Kulturbranche durch. So. Ja. Also ich denke, wir müssen alle halt auch immer gucken, einerseits von der Mehrheitsgesellschaft nicht tokenized zu werden und andererseits innerhalb migrantischer Communities, das geht ja weiter, das hat ja mit Machtstrukturen zu tun. Und da wird auch in der feministischen Szene, wird ganz viel tokenized auf eine ganz dreckige Art und Weise. So, und ich finde auch wichtig, das zu erkennen und auch zu benennen. Kritisch, so, damit sich diese Sachen sichtbar werden und durch Debatten fortentwickeln können. Okay. Und ich glaube, es ist Tokenism, oder ich bin dann auch immer dafür sozusagen, wir brauchen repräsentativ und wir brauchen es im Hintergrund. Also es ist ja nicht entweder oder, was ist so Man soll die Leute nicht nur auf die Bühne bringen und dann ist gut, genau. sondern die Leute sollen auch als Kameramann oder als, in die Strukturen reingehen. Und als Kuratorin zum Beispiel oder Dramaturgin, also höhere Position. Ja. Darum geht es ja auch. Als Kameramann oder Kamerafrau werden wir einige auch finden können. Ja. Genau, und am Ende für die Arbeit, die man macht und nicht für Quoten. Ja. Also weil das halt auch dann, auch gerade finde ich bei Künstlerischen, also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt mit diesem, dass es manchmal so dann so geredet wird, wenn es dann irgendwelche Preise gibt oder so im Hintergrund, so, diesen
diesen Text durftest du ja schreiben wegen deinem genau, und so Wegen dem Background. dieses Ding. Und das ist halt, dass man da halt, das ist halt wirklich so. Dass im Endeffekt um die Inhalte geht. Ja, genau, und um die künstlerische Arbeit und die wissenschaftliche. Und wenn man sonst würde man ja auch, keine Ahnung, Model werden und sich hinsetzen können. Okay, danke schön. Also wir gehen jetzt einmal über in das Interaktive. Wir spielen jetzt endlich Ping-Pong. Ihr könnt es ja wahrscheinlich kaum erwarten. Nehmt eure Tischtennisschläger in die Hand. Es geht jetzt los an die Tischtennisplatte. Und wir haben ein Fragequiz auch, also so eine Fragebox, wo es dann weitergeht mit Tischtennis spielen und Fragen beantworten. Und DJ Ipek, push the button. Okay, cool. Schwarze Witwen sind selbstbestimmt. Gangster werden jetzt unterdrückt. Masturbiere auf Chanel. Lady Ray so fuckable. Bukombon, Ottos Bier. Fotzenrapper werden abserviert. Dr. Bitch, mein Fastenschleim hat Nice. Eigentlich war das Joannas Ball, ne? Egal, wir sind ein Team. Sehr gut. Ganz gut. Genau, also schön, dass wir jetzt zu der zweiten Runde hier sind. Ich möchte noch mal kurz euch erklären, DJ Ipek ist unser Balljunge Sternchen. Sie wird sozusagen die Bälle holen und wir spielen Doppel. Und die Mannschaft, die einen Punkt macht, die darf sich eine Frage aus dieser Frage-Bubble-Box ziehen oder ihr stellt einfach eine Frage. Lustig, dass ich gleich davon ausgehe, dass ihr entweder... genau, also es ist egal. Also ihr müsst da keine Frage rausnehmen. Ihr könnt euch auch was überlegen oder vielleicht schwebt euch ja auch was im Kopf. Oder Ipek hat vielleicht eine Frage. Genau, und wir spielen einfach so ganz easy hin und her bis 5. Es ist keine Competition und ja, wenn ihr Fragen habt, fragt. Cool. Ups. So beeindruckt von einem Spiel. Nein. Kannst du vorlesen? Du realisierst erst, wie dirty ein Song ist, wenn du im Auto mit deinen Eltern sitzt. Wer kennt's? Ja, ich kenn's. Wir alle, ne? Ja. Welcher Track? Mein eigener. Aber Das ist auch Erotica peinlich. ist auch ziemlich... ich habe nämlich Erotica tatsächlich mal im Auto gehört mit meinen Eltern und ich fand es irgendwie unangenehm. Oder Justify My Love, meinst du, Format? Weil da Aber auch- stöhnt sie. Ja, Erotica muss man ja Englisch können, aber Justify aber My Love, dieses- da stöhnt sie. ja. Okay, warte. Ja, ich Macht ihr Aufschlag oder wir? Das? Ihr macht, also genau, ihr macht Aufschlag. Okay. Okay, der war ein bisschen gemein. Ball, gewonnen beim Ball. Das machen wir dann noch. Warte, ich mach mal ein bisschen. Sorry. Macht nichts. Oh, ich liebe dich, Ron. Sehr gut. Also du kannst zum Beispiel ganz Warte, so sorry. rangehen. Sag mal, du hältst den echt fest und dann so einfach. Genau. Ich stelle noch mal die Frage oder nicht? Ja, okay. Ich löcher euch heute mit Fragen. Ist es manchmal herausfordernd, eine öffentliche Person zu sein? Ja, also ich. Voll. Ja. Nee, ja, manchmal ja. Warum? Wenn man so beobachtet wird. Also so, eigentlich glaube ich, bin ich nur manchmal also ich weiß, kann es selber nicht einschätzen, aber ich hatte schon mal so in so einem Café zum Beispiel, habe ich über irgendwas geredet, dann wurde ich angesprochen, weil die Person mich kannte und ich weiß nicht, ich habe irgendwie so einer Freundin irgendwelche Struggle erzählt. So. Privates. Ja, genau. Das ist dann so weird. Und wie ist bei euch? Nee, ihr dürft nicht fragen. Achso, wir dürfen Ja. nicht zurückfragen. Genau, also bei mir ist es auch so, ich überlege schon so, was ich teile und was nicht teile. So. Manchmal denkt man so, okay, aber eigentlich will ich ja auch so mein privates Leben mit meinen Freundinnen teilen. Und ja, das ist manchmal dann ein bisschen nervig. Ja. Oh, sorry. Wir machen Wiederholungen. Also kann ich nochmal? Soll ich dir mal zeigen? Sonja, den Ball. Pass auf, am besten, man macht so, Ja, man macht einfach, Wallah. guck mal, so. Ja! Voll gut. Passt. Voll der weirde Ball. Nochmal.
Der war gut. Nächster Ball. Einfach neu. Achso. Nee, mach mal nächsten Ball. Ja. Wir machen immer ab 2 Punkte. Jetzt haben wir die Regeln ein bisschen Weil geändert. sonst fragen wir die ganze Ja. Zeit. Die dürfen fragen. Was? Wir dürfen eine Frage stellen. So, ja. Tango. Oder hast du was im Tango Kopf? übrigens. Nö. Habt ihr dieses Buch gelesen? Oder hast du was im Kopf? Von wem? Allegro Pastel? Ja, ich habe eigentlich eine Frage. Fällt mir gerade ein. Ja. Weil ich dachte nämlich bei Joannas Arbeiten, dachte ich immer auch so an Adrian Piper. Und weil die ja sozusagen die erste Konzeptkünstlerin der ersten Generation ist und ja auch schon diese Tanzworkshops und so weiter auch schon gemacht hatte. Also seit den 70ern? In den 70ern. Ja, genau. Ja, Funk Lessons. Ja. Und dann hatte ich gedacht, cool, also es geht ja so in eine ähnliche Richtung. Ja. Also ist das sozusagen auch so eines deiner Ja. Idole? Oder Ja, so? voll. Ja, das war eins der. Oder das habe ich schon vor Jahren irgendwie mal so gefunden, weiß gar nicht, 5 Jahre oder so. Und da habe ich noch im Bachelor studiert, da habe ich das mal gefunden und dann habe ich mich immer gefragt, wie man das so weiter denken kann oder so. Ich weiß nicht, wir kennen das alle? Noch, Okay. ja. Ja. Okay, weiter. Voll. Yes. Nee, machen wir nochmal. Das war Abgelenkung. Extra hoch gemacht. Wollen wir mal hin und her ein bisschen spielen oder was meint ihr? Ja. Oder noch eine Frage? Ihr seid dran, oder was? Ja, ihr müsst eine Frage an uns wieder Ich stellen. stelle eine Frage, Ja. weil ich gerade hier das mit dem Atengo, was lest ihr gerade? Ich kann das gar nicht lesen von Auf dem, da steht Atengo Achso, drauf. als Buch, was Ja, du was das lest ihr Ach so, das ist die Marke von dem... Ich weiß, aber es gibt doch dieses Buch gerade, was Allegro Pastel heißt das, Ja. und der hat das so genannt, weil der wollte es eigentlich Atengo Pastel nennen. Und darauf schließt sie Habe die ich Frage. gedacht, was lest ihr denn gerade? für Weil ein das Buch Buch lest sollt ihr ihr nicht gerade? lesen, aber es ist okay. Habt ihr uns verstanden? Ja, das lese ich gerade. Ja, ich habe tatsächlich gerade das Madonna-Buch zu Ende gelesen, um ehrlich zu sein. Und wie fandest du es? Ich fand's sehr authentisch und du hast sehr offen, authentisch geschrieben und hast auch Dinge preisgegeben, wo ich so dachte, ey cool, du hast über Mental Health auch gesprochen, was ich ziemlich interessant und gut finde, weil das nicht so oft besprochen wird in der Gesellschaft. Und ja, ich fand's lustig auf jeden Fall und hast es auch kritisch betrachtet, was ich auch gut finde, weil Madonna auf jeden Fall auch so ein bisschen kritisch zu betrachten ist. Ein bisschen ist untertrieben. Genau. Was liest du? Genau, ich lese mehrere Bücher gleichzeitig, unter anderem von Bundeszentrale für politische Bildung. Dabei kann man immer so billig Bücher bestellen. Neuer Antisemitismus. Genau, von mehreren Herausgebern. Und genau. Und ein anderes Buch, was ich angefangen habe, keine Freunde außer die Berge. Ja. Aber ich habe es, genau, da bin ich noch nicht fertig. Ja, okay. Und kannst du es empfehlen? Ja, es ist ziemlich krass, weil der Autor hat es per SMS geschrieben, weil er auf so einer Insel saß, so eine Abschiebeinsel vor Australien. Und er hat das ganze Buch per SMS geschrieben oder per Nachrichten, so an so einen Verlag oder so einen Typen. Genau, und der hat auch so einen Literaturpreis bekommen, so in Australien, so einen wichtigen. Cool. Das ist krass. Also vor allem, wenn man so liest, wie man das so, also weil ich könnte nicht so ein Buch irgendwie per Nachrichten schreiben. Aber das merkt man nicht, also es ist ganz normal, ein bisschen Roman. echt? Ja, es ist richtig krass. Krass. Es ist richtig krass. Genau. Keine Freunde Außer die Berge. Interesting. Willst du Aufschlag machen? Nice. Oh, das war, Nee, wir müssen fragen. Wir müssen ihr müsst fragen. Ja, weil Den zweimal spielen und den fragen. Wer muss fragen? ihr habt doch den Fehler gemacht, oder? Ja, Hä? dann müsst Ja? ihr Ach fragen. so, Genau, deswegen müssen wir fragen. Genau. Das muss da nochmal berühren. Ach so. Ja. Was macht ihr gerne, wenn ihr prokrastiniert? Oh, Putzen. einiges. Putzen. Musik hören, Texte schreiben. Aber das ist doch Arbeit. Ja. Nö. Meine Arbeit ist Wissenschaft. Ist härter als... Also ist deine ganze Arbeit Prokrastination. Genau. Und Dings, Augenbrauen zupfen, Ja. meinen Bart zupfen. Was noch? Ich meistens putzen, Podcasts hören. Nippelhaare Putzen. zupfen.
Ich habe so voll aufgehört mit Zupfen, deswegen ist es so voll. Aber nein, so Haare, irgendwas mit meinen, ich mache Haarkur oder irgendwie so. Aber mit Zupfen habe ich komplett aufgehört. Alles wächst. Wow. Eigentlich hätte ich den annehmen müssen, aber es macht nichts. Hast du Angabe jetzt gerade gemacht? Ja. Wir haben den Fehler gemacht, ihr zieht eine Frage. Zieh du mal. Bitte. Aber auch eine lange oder ein großer Zettel. So, liebe Yeşim, wer soll heute dein Herzblatt sein? Wähle bitte eine Person aus der Runde, die ein Herzblatt für den anderen sein soll. Also genau, du müsstest ausfüllen sozusagen. Ich muss das machen. Nein, du füllst Hat den sie Namen doch aus. mit deinem Namen. Also hast du mich gerade Ich habe Yeşim gesagt. Wer mein Herzblatt ist, meine Tischtennispartnerin. Ihr alle seid meine Herzblätter. Das ist ja total parteiisch. Okay, und wer ist dein Herzblatt? Ihr alle? Okay. Okay. So, jetzt mach mal. Entweder hast du oder liebst du mich. Es regnet. Queen Orus, du im Königsbett. Entweder hast du oder liebst du mich. Queen Orus, du im Königsbett. Treff mich bei Julius, wenn ich römisch ess. Du bist ne Katze, die wie ein Löwe rappt. Ich mach dich und deine Klöten fest. Es ist Queen Orus, du im Königsbett. Bin extravagant. Wen ist die Schwarze? Schlaf in Palästen. Leben ist Wahnsinn. Für nix aus Tasche in Gosch aufgelegt. Meine Klickbüros-Klasse wie SV Mercedes. Drachen Designer, Prada und Gucci. Schlafen bis 12 und wollen mir die Muschi. Lady Bitch, Arabos, so wie Hugo. Warum denn die Bitch doch oben wie die Uno? Das war viel geiler, wenn wir so spielen. Ja, das war viel geiler. Du im Königsbett. Scheiße. Entweder hast du oder liebst du mich. Queen Orus, du im Königsbett. Kommst du nicht klar darauf, wie geil ich bin? Geh auf die Knie, bist du nicht gleichgesinnt. Nenn mich die Große, ich steh über dir. Besitz Kamele und werde chauffiert. Ich bin die schönste Bitch in deinem